Neben mir steht jetzt Doreen Kalkofen und sie betreibt einen Blog mit dem Namen Camping mit dem Wohnmobil in Europa und berichtet dort von ihren Reisen und auch natürlich über das Thema Wohnmobil und die Campingküche, die übrigens nicht von ihr betrieben wird, sondern von ihrem Mann Carsten. Und genau. Ja, Doreen, das finde ich erstmal super, dass nicht du kochen musst, sondern dein Freund. Das ist sehr gut. Auf deinem Blog schreibst du ja, du bloggst für qualitätsbewusste Camper und Wohnmobilisten. Ja. Was genau zeichnet diese Gruppe denn aus? Ja, also ich sag mal, meine Leser sind jetzt nicht so unterwegs, dass sie jetzt nach Campingfahrzeugen suchen und die selbst ausbauen. Ja? Also meine Leser sind im Durchschnitt ein bisschen älter, haben größtenteils auch große Wohnmobile und legen halt wirklich auch Wert auf Qualität beim Essen und beim Reisen. Da darf der Campingplatz einfach auch mal ein bisschen teurer sein und es wird halt unterwegs auch ziemlich viel Essen gegangen. Ich kriege das immer wieder mit, dass die Leute selber auch gerne kochen, dass sie regional einkaufen und sich dann zum Beispiel in Frankreich über die tolle Qualität des Gemüses freuen und so weiter. Und das sind halt meine Leser. Also meine Leser sind nicht die eine Tütensuppe aufreißen und immer freistellen müssen, weil es nichts kostet. Ja, verstehe. Doreen, du bist seit 8 Jahren in der Szene beheimatet. Was war denn der Grund für deinen Einstieg? Ja, also der Einstieg war eigentlich so, dass wir ja vor 10, 11 Jahren angefangen haben mit dem Campen, weil wir damals 2 Hunde hatten, einen großen auch. Und wir halt einfach festgestellt haben, dass wir die dabei haben wollen und mit einem großen Hund fliegen ging halt nicht. Und dann haben wir uns halt überlegt, ein Wohnmobil anzuschaffen und da waren wir irgendwie im Bekanntenkreis so Exoten. Und es kamen immer wieder die gleichen Fragen. Wie macht ihr das denn? Wie ist das mit dem Strom? Wie geht das denn mit der Toilette? Und wir haben halt irgendwann gedacht, na gut, wir können es halt auch mal aufschreiben für alle Leute, die uns kennen. Dann müssen wir es nicht immer erzählen. Und dann war das halt ein ganz, ganz weiter Weg bis zu einem professionellen Blog, zu einer professionellen Seite. Da war ganz viel Entwicklung, auch Selbstentwicklung dabei. Also wir haben uns das alles selber beigebracht. Und ja, eine Webseite zu machen ist schön, aber sie muss halt auch gefunden werden. Und es gehört einfach wirklich viel, viel mehr dazu, als einen Reisebericht zu schreiben. Ja. Und das hat sich halt wirklich in den letzten 8 Jahren entwickelt. Du bist ja fast das ganze Jahr oder sehr viele Teile des Jahres im Wohnmobil unterwegs. Würdest du sagen, du machst Bloggen über das Thema hauptberuflich? Nein, das würde ich nicht so sagen. Also es ist mein absolutes Hobby. Es beschäftigt mich den ganzen Tag. Wann immer ich irgendwo unterwegs bin, denke ich, ist das was für meine Leser etc. Aber finanzieren tue ich mich darüber nicht. Ja, das mache ich über ein Angestelltenverhältnis und über Online-Marketing. Das Ziel soll irgendwann mal sein, auch mit der Webseite Geld zu verdienen. Aber da muss ich dann wirklich noch mehr an der Seite arbeiten und so weiter. Und ich bin nicht hauptberuflich Blogger im Moment. Mit deinem Lebensgefährten Carsten bist du ja die meiste Zeit dann gemeinsam unterwegs. Ja. Jetzt stelle ich es mir so vor, dass es dann doch eine kleine Herausforderung sein kann, wenn man immer auf so engem Raum miteinander klarkommen muss. Wie sind da deine Erfahrungen? Ja, das denken viele Leute, die noch nicht mit dem Camper unterwegs waren. Bei uns ist es wirklich kein Problem. Wir haben uns kennengelernt und sind relativ schnell mit dem Camper losgezogen. Also wir hatten nicht viel Zeit, uns aneinander zu gewöhnen. Wir haben uns quasi unterwegs aneinander gewöhnt. Und ich sag mal, wenn man jedem seinen Freiraum lässt und wenn man die Menschen sein lässt, wie sie sind und mit Stärken und Schwächen auch lebt, dann funktioniert das ganz wunderbar. Jetzt hast du ja auch, also bist du sowieso sehr aktiv, auch wenn es um das Thema Fotos geht. Den Instagram-Kanal hier vom Düsseldorfer Caravansalon betreust du auch mit. Ist das sehr viel Arbeit? Wie muss ich mir das vorstellen? Ja, ich teile mir das ja mit Isabel von Isaswomo. Sie macht 2 Wochen, ich mache 2 Wochen. Ja, das ist schon viel Arbeit. Wir müssen uns natürlich immer auch Themen überlegen, zu welchen Themen berichten wir. Jetzt während des Caravansalons stellt sich die Frage des Themas nicht. Aber es ist schon, man ist da schon damit beschäftigt, auch Fragen zu beantworten, auch ähnliche Kanäle mal zu suchen und sich innerhalb der Branche zu verknüpfen. Also auch da, es ist nicht einfach nur ein Bild hochladen und einen Hashtag raussuchen. Da gehört auch noch ganz viel drumherum, Arbeit, die man nicht so sieht.
Ja, jetzt hast du gerade gesagt, Themen muss man hier auf dem Caravansalon wirklich nicht finden, aber auf was freust du dich denn besonders in den kommenden Tagen? Also ich persönlich freue mich natürlich auf die Neuheiten, die uns hier erwarten. Und ich habe mir persönlich so zum Ziel gesetzt, ich will mal ein bisschen gucken, was hier mit Nachhaltigkeit ist. Ich kriege das in der Modebranche mit, da ist es ein Riesenthema. Die Firmen wechseln ihre Lieferanten zu nachhaltigeren Geschichten etc. Und ich möchte einfach mal sehen, ob das hier in der Caravaning-Industrie auch schon angekommen ist. Als Beispiel, viele Produzenten haben dann ihre Hersteller auch von Möbeln und Polstern in dem Ort, wo sie auch ihre Wagen produzieren etc. Das heißt, wir haben keine langen Wege für Transport und so weiter. Und das möchte ich noch mal ein bisschen expliziter hinterfragen und expliziter auch herausstellen, wie die Branche auf den Trend reagiert. Hast du da bisher schon Anfragen gestellt und wie war das Feedback dann da von den Herstellern? Ich habe Anfragen gestellt für einen Termin und das Feedback ist natürlich ganz gut. Ja. Die werden wir heute besuchen und in den nächsten Tagen. Ja. Die Szene wächst ja auch wirklich kontinuierlich. Jedes Jahr gibt es mehr Aussteller, Hersteller und Leute, die hier ausstellen. Was glaubst du, wo geht es in den nächsten Jahren hin? Was sind so die kommenden Trends? Na, es wird sich viel in Richtung, ich sag mal, Smart Home entwickeln. Ne? Die Leute sind es gewohnt, vieles über Apps zu regeln. Sicherlich auch die Sicherheit im WOMO, wie komme ich da rein, wie komme ich da raus, Licht an, aus. Aber es ist natürlich auch immer mehr die Frage, kann ich elektrisch fahren mit einem Wohnmobil? Gibt es einen guten Hybridanbieter, wo ich auch mal 600, 700, 800 Kilometer mitfahren kann, ohne dass ich irgendwie direkt wieder an die Ladesäule muss? Das werden Themen sein, die sehr, sehr stark bearbeitet werden müssen und die sicherlich viele Kunden auch interessieren werden. Du wirst es auf jeden Fall im Auge behalten und auf darüber jeden Fall. berichten. Auf jeden Fall. Und ich sage ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, ich bedanke mich auch. Tschüss.